Das ist ein Glück. Willkommen zum neuen Video. Heute geht's los, Roadtrip. Wir wissen zwar nicht genau wo hin, aber wir müssen sagen wo hin. Wir gehen an die Vespa World Days auf Interlaken. Ich habe das Team beieinander, ein ungewohntes Team. Nochmal die Runde finden, weil es sind zwei Neuzugänge und die sind noch nie auf einer Mofa-Tour gewesen. Und der Roger. Wie immer am Start. Immer dabei. Es wird nicht so einfach, weil der Porter ist voll beladen. Reisemobil für Taufe. Es ist ein strenges Fahren. Wir nehmen uns 3 Tage Zeit, wollen bis auf Interlaken. Schöne Tour haben wir zusammengestellt. Jetzt legen wir los. Aber erst noch ein Gürke. Auf geht's. Ein Erdbeer. Eine Morning-Gürke. Und viel Angst. Ich habe es gesagt, mit dem hohen Porter können wir nicht weit. Wir sind jetzt gerade mal irgendwie knapp 10 Kilometer. Was ist nur am Botzen auf dem Film? DFD Party. Hört man auf dem Video? Klar. Der Thomas hat gesagt, entspannen wir ein bisschen den Riemen. Ich weiß nicht, wie er es gemeint hat, aber... Ich würde den Roadtrip gerne abbrechen. In Korsika hat es wenigstens irgendwo da ein kaputtes Auto, wo du Ersatzteile abschoben oder ein Winter gibt es da wieder nicht. Alle schon wieder Kopfverteile am Fressen oder irgendwie da arbeiten. Oh, für einen ausgestempelt. Ich freue mich. Wie viele Kilometer haben wir geschafft? Volle 12. Ja, easy, Problem behoben, gehen wir weiter. Abgas. Alter, weg dem blöden Wassermann, ich will noch was saufen. So, der Hügel durchgefahren, Fahnenstiel. Wie ihr seht, sind wir jetzt noch an dieser wunderschönen Überfahrt Zürichsee. Ja? Und wir kommen jetzt ins Bahnuntergang hier in Morgen an. Dann gehen wir weiter. Richtig Luzern, oder? Luzern. Über den Einfach so ein bisschen. Einfach mal ein bisschen. Genau. Aufmachen. So, Wedi im Biss. Gerade einen wunderschönen Mittag, ein bisschen verspätet. Und während der Roger noch im WC hockt, haben wir leider die erste Panne. Die zweite Panne? Weißt du es nicht? Die zweite vielleicht, hä? Und zwar eine Platte. Wieder Profis beim Werk, wieder Rad, so ganz verkehrt. Hauptsache der Filmer kann es. Roman der Schender, was meinst du dazu? That's life! Du bist einfach Roger regelt. So, Übeltäter gefunden. Es war Romandel. Ein schöner Schlitz am Ventil.
Das Beste ist, wenn der Filmer filmen muss. Also ja, leider zieht die Finger tut mir nicht weh. Entschuldigung. Wo hast du sie da? Drück ihn rüber. Nächstes Mal wäre es mir lieber, wenn du nicht ins Herren-WC gehen, gell? Ich bin im Private Space dort. Ja, super. Bin ich gewesen. Schau geschafft, dass die Lean Back fährt. So bin ich immer noch lustig. Weil du mit dieser Brille siehst aus. Was mir wichtig wäre. So, machen schütteln! So, dann wär's gewesen. Wir sind angekommen am wunderschönen Zugersee. Fast bahnfrei sind wir gefahren. 85 Kilometer ungefähr, oder Rauchi? Ja. Ungefähr so angekommen. Schöner Campingplatz direkt am See. Was gibt's Besseres? Wir lassen uns den Abend noch schön ausklingen. Wir können etwas essen. Brötchen für morgen sind schon bestellt. Morgen geht es auch gleich weiter. Und zwar schön Richtung Luzern und dann schönen Umweg auf Interlaken. Also, bleibt dran. Wir finden es gerade wieder. Kommt so eine kleine Laola-Welle noch, hä? Gut, ich fang da. Alter, ihr wisst nicht, wie das geht, hä? Einer fängt an, dann kommt der nächste Mann. Nein, da oben, so! Oh. Alright, die nächsten Morgen, alle haben mehr oder weniger gut geschlafen. Nicole ist jetzt schon am Eindehnen, der Roger packt die letzten Sachen zusammen. Das heisst, für den nächsten Tag ab auf die Höbel und los geht's. Let's go. Ja, ist mega cool. Dann gibst du Elias einmal verantwortlich für den Weg und er fährt so einen Scheißweg, Mann. Ist verdammt mühsam. Geiler Weg, oder? Abna! Habt ihr eine Tafel gesehen? Keine Ahnung, aber es ist Fahrverbot. Ja, habt ihr nicht gesehen? Ja, Adventure-Reise, Mann. Chicken Joe hat gesagt, alles gut. Immer Platte, alles gut. Alles gut. Also weiter geht's. Steht Ich noch. hab schon das Brot bekommen. Ja. Das ist so trocken. Das ist Spargel gegeben beim Roger. 1,5 Liter Franken. Ich hab's gesagt, 3,30. 3,30. Das schmeckt sicher nach Marzipan. So, Buben, gestärkt vom Mittagessen muss ich euch jetzt leider an dieser Stelle Fahrst jetzt in einem Tag noch schnell alles zurück und mal jetzt 2 Tage gemacht? genau, das mache ich so schnell, ich fahre jetzt so schnell retour. Die Tank. Öffli sind gepackt. Ja, bis bald wieder. Cäsar? So, ich habe mich auf Fresse helfen. Also, du musst schnell waschen. Du musst dich auf das Effiziente, auf das Effektive konzentrieren. So, noch ein Schütteln!
willkommen in der Biosphäre Entlebuch und hier schmilzt ja gleich die ganze Hütte ab. Und nicht mehr greifst, weil sie vielleicht geschmolzene Plastik drin hat. Oh! Da bringen wir schon an. Ja, mit Stossen schnell. Und mit Brettern. Runter. Ja! Ah, weitergehen. Mit Stoss die ein bisschen da oben. Immer musst warten, Mann. Immer musst warten. Los, wie ein zweijähriges Weib. So, wir sind angekommen und zwar im wunderschönen Entlebuch. Nicht in Entlebuch selber, sondern in Marbach heisst es. Marbach, genau. Wunderschön zum da durchfahren, eine mega Atmosphäre, wirklich mit diesen Rolling Wheels. Hammer, empfehlenswert für jeden. Roger, dein Höhepunkt? Heute? Heute schon, oder? Oder allgemein? Das Lustigste heute, da haben wir gerade auf Kamera, sind von 4 oder 5 Jungs angehalten worden, die haben etwa 3 Stunden auf uns gewartet, die haben Storys gesehen auf Instagram, wo wir etwa durchfahren. Dann haben sie gedacht, ja komm, wir haben ja nichts vor, wir hocken mal an den Strassenrand und warten, bis die vorbeifahren. Das war cool gewesen. Liebe Grüße nochmal an dieser Stelle. Aber geil. Wir starten hier aber unseren eigenen Abend, können jetzt noch etwas essen, weil das ist der erste Teil von unserem Roadtrip. Der zweite Teil kommt irgendwann. Ihr seht es sicher, wenn ihr die Glocke aktiviert. Aber da am liebsten ein Like noch. Jetzt sich der Roundschi. Unbedingt. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüssi.